3, 2, 1. Hallo Leute und liebe Grüße aus Kroatien. Ihr habt es schon am Anfang gesehen, das war eine sehr spontane Reise. Ich habe meine Eltern überrascht. Ich bleibe hier nur 2 Tage, morgen geht es für mich los. Morgen fliege ich nach Hause, aber heute nehme ich euch mit. Wir verbringen einen Tag zusammen in Kroatien. Let's go! Ich gebe euch 5 bis 10 richtig gute und nützliche Tipps, wie ihr im Alltag euer Deutsch verbessern könnt. Wir machen gerade eine Wanderung. Wir sind in der Stadt, die Omiš heißt. Ich glaube, ich habe das richtig ausgesprochen. Also, wir machen eine Wanderung hoch zu einer Festung. Leute, ich bin außer Atem. Aber der erste Tipp kommt. Also, Tipp Nummer 1. Versuche auf Deutsch zu denken. Ja, das klingt komisch und du denkst dir, Natalia, bist du verrückt? Aber nein, das geht. Du kannst in einfachen Sätzen auf Deutsch denken. Ich gehe. Ich trinke Kaffee. Und so fängst du an, Schritt für Schritt deine Gedanken umzustellen. Der Weg wird schwieriger. Es gibt einen Seil hier. Man kann sich festhalten. Ich musste gerade eine kleine Pause machen. Meine Familie ist schon weitergegangen. Ja, das sind die oben. Aber ich wollte euch den zweiten Tipp geben. Und der Tipp mag trivial klingen, also nicht so besonders. Und ich wette mit dir, du hast das schon gehört. Aber die meisten Leute machen es nicht. Alle wissen es und niemand macht's. Also der Tipp ist, stell dein Handy auf Deutsch um. Das ist so hilfreich. Du lernst automatisch neue Vokabeln, ohne dir wirklich viel Mühe zu geben. Bitte schreib jetzt in die Kommentare, ob du diesen Tipp schon mal gehört hast und ob du das machst. Oder ob ich recht habe. Ich habe es gehört, aber ich mache das nicht. Also ich freue mich auf alle Kommentare und ich muss jetzt weitergehen, weil ich sie nicht mehr sehe. Wir gehen da hoch zu dieser Festung. Der Weg ist semi-optimal. Wir sind 43 Minuten unterwegs und haben bisher erst 1,5 Kilometer geschafft. Also der Weg ist wirklich eine Herausforderung, aber die Aussicht ist sehr beeindruckend. Der Weg lohnt sich. Wie sagt man das so schön? Der Weg ist das Ziel. Bevor ich den Weg weitergehe, weiter nach oben, sage ich euch den Tipp Nummer 3. Und zwar, du kannst auch mit dir alleine zu Hause Deutsch oder auf Deutsch sprechen. Und zwar auf meinem YouTube-Kanal gibt es eine ganze Playlist mit Videos, sprich mit mir. Du kannst so gut alleine zu Hause das Sprechen üben, ganz langsam in deinem eigenen Tempo. Schau dir unbedingt die Playlist an und übe jeden Tag 5 Minuten. Aber wenn du jeden Tag 5 Minuten übst, dann machst du jeden Tag ein bisschen Fortschritt. Wir sind angekommen. Die Family zahlt gerade. Der Eintritt kostet 3,50 € und man kann nur bar zahlen.
Es ist schon ein bisschen gemein, oder? Wenn man den ganzen Weg hierher gekommen ist und kein Bargeld dabei hat, dann kann man nicht rein. Das wäre schon sehr bitter gewesen. Konjunktiv 2 in der Vergangenheit. Das wäre bitter gewesen. Die Frau ist zu laut. Ich erzähle gleich weiter. Oh. Die Frau hier ist so gemein. Das ist wirklich crazy. Die hat mir gerade gesagt, why are you smiling? So, wir sind angekommen, habe ich ja schon gesagt. Der nächste Tipp für euch ist, wiederhole, statt immer etwas Neues zu lernen. Ein häufiges Problem bei vielen SchülerInnen ist, dass sie zu schnell zu viel lernen. Wenn du zu schnell zu viel lernst, dann bleibt zu wenig hängen. Das heißt, du kannst dich an zu wenige Informationen erinnern. Also schau, dass du die Vokabeln, vielleicht neue Ausdrücke, neue Sätze immer mal wieder wiederholst, statt noch mehr dazu zu lernen. Ja, wir genießen jetzt die Aussicht und werden vielleicht gleich noch mit der Drohne fliegen, wenn die nette Frau uns nicht rausschmeißt. Es war wirklich unhöflich von ihr. Sie war so aggressiv. Keine gute Erfahrung. Die Drohne fliegt. So, wir gehen gleich wieder runter und bevor wir das tun, gebe ich euch noch einen Tipp. Versucht, die Vokabeln im Kontext zu lernen. Ja, es klingt langweilig, aber das hilft so viel mehr, als wenn du einfach nur einzelne Wörter lernst. Also, wenn du zum Beispiel das Wort laufen lernen möchtest, dann bilde direkt einen Satz mit diesem Wort, mit diesem Verb, damit du das Verb im Kontext lernst. Also, ich laufe oder ich laufe gern, ich laufe 3-mal die Woche. Somit bildest du neue Synapsen in deinem Kopf und das Wort bleibt länger im Kopf hängen. Okay, das war's erstmal. Ich wünsche uns ganz viel Erfolg, damit wir gleich nicht zu lange brauchen und der Weg nicht zu kompliziert ist. Sie wollen die härtere Route herunternehmen. Ich bin nicht dafür, aber ich bin leider die Einzige. Die harte Route ist sehr hart. Ich bin schon einige Male ausgerutscht, aber zum Glück nicht hingefallen. Wir sind endlich runtergekommen. Es war echt anstrengend. Ja, jetzt bin ich glücklich, dass wir auf dem Parkplatz sind. Es gibt eine Frau hier, die den Berg hochklettert. Das ist so verrückt. Schaut mal. Sehr faszinierend. Sie hat noch einen sehr langen Weg vor sich. Und wir schauen, was wir heute noch machen. So oder so nehme ich euch mit. Wir sind gerade in Split. Leider haben wir die Stadt gar nicht gesehen, weil es so stark geregnet hat. Aber hier möchte ich euch noch einen letzten Tipp geben. Wenn ihr auf dem Weg in die Stadt oder zu Hause noch ein bisschen mehr das Sprechen üben wollt, dann könnt ihr
selber Voice-Memos machen, also Sprachnachrichten aufnehmen. Das ist super praktisch, weil du deine eigene Stimme hören kannst. Also, das waren alle Tipps von mir. Sag unbedingt Bescheid, was du davon schon machst oder was du vielleicht ausprobieren möchtest. Wir fahren gleich zurück und feiern gleich den 36. Geburtstag meiner Cousine. Ich bin schon sehr gespannt und freue mich unglaublich auf den Abend mit der Family. Es gibt ganz viele Programme, die dir helfen, mit der KI auf Deutsch zu sprechen oder zu schreiben. Einer der Tools heißt LanguaTalk. Ich zeige dir gleich, wie man mit diesem KI-Tool jeden Tag Deutsch sprechen kann. Wie versprochen, zeige ich dir gleich, wie du dein Deutsch mit Hilfe der künstlichen Intelligenz verbessern kannst. Aber Achtung! Deutsch lernen funktioniert am besten, wenn du viele Methoden kombinierst. Wenn du nur die KI nutzt, wird dein Deutsch nicht sofort richtig gut oder du wirst nicht so schnell Fortschritte machen. Am besten ist es, wenn du ein bisschen mit der KI lernst, ein bisschen mit einer Lehrerin oder in einer Lerngruppe. Und vielleicht sogar mit meinen Deutschkursen auf unserer Lernplattform. Das Lernen mit unseren Kursen und mit der KI ist komplett flexibel. Du kannst in deinem eigenen Tempo dann lernen, wenn es dir am besten passt. Wenn du mit einer Privatlehrerin lernen möchtest, dann musst du dich natürlich für eine bestimmte Uhrzeit festlegen und einen Termin buchen. Also schau, was für dich am besten passt. Und jetzt gucken wir zusammen, wie du die künstliche Intelligenz verwenden kannst, um jeden Tag dein Sprechen zu trainieren. Die App, von der ich dir erzählt habe, heißt LanguaTalk. LanguaTalk hat meine KI-Stimme. Das heißt, du kannst wie mit mir sprechen. Dafür musst du dir einen Account bei LanguaTalk machen. Du kannst auch einen kostenlosen Account machen und diese App testen. Um mit mir zu sprechen, klicke ich hier auf Speak. Dann gehst du auf Change Conversational Settings und hier kannst du meine Stimme auswählen. Entweder ganz normal Natalia oder Natalia Slower, dann spreche ich langsamer. Hier kannst du ganz verschiedene Optionen auswählen, wie du üben möchtest. Und dann geht es schon los. Also du kannst auswählen, was genau du üben möchtest. Beginnerkurs, Chat about anything, also allgemein, oder ein Roleplay, wie ein Dialog zum Beispiel, Debate. Du kannst auch deinen Wortschatz üben und verschiedene Spiele spielen, deine Grammatik üben oder ganz allgemein einen Chat starten und über ein bestimmtes Thema sprechen, was dich interessiert. Okay, lass uns mit Chat about anything anfangen. Wir nehmen My Life, My Day or Plans. Die App ist auf Englisch. Hallo, möchtest du über deinen Tag sprechen oder über deine Pläne für das Wochenende? Ich möchte gerne über meinen Tag sprechen. Das ist schön. Was hast du heute gemacht? Wie du siehst, hier ist mein Satz. Der Satz wurde direkt kontrolliert. Also der Satz war korrekt, deshalb steht hier perfekt. Check and explain. Wenn ich einen Fehler gemacht hätte, dann hätte man ihn hier gesehen. Man kann auch Suggestions bekommen, also so Empfehlungen, was man sagen kann, wie hier You could say. Und dann kannst du einfach genau das wiederholen. Und wenn du etwas nicht verstanden hast, dann kannst du auch auf den Text klicken und das sehen. Das ist schön. Was hast du heute gemacht? Das ist schön. Was hast du heute gemacht? Du kannst es auch langsamer machen.
Das ist schön. Was hast du heute gemacht? Klingt nicht so schön. Okay, wir antworten jetzt genau das, was hier steht. Ich habe heute gearbeitet und dann den Film gesehen. Und du? Ich habe auch gearbeitet und dann gekocht. Welcher Film war es? Also hier habe ich den Film gesagt. Den ist nicht ganz korrekt, also einen wäre besser gewesen. Aber jetzt frage ich dich, also ich, die KI, fragt dich, welchen Film genau hast du gesehen? Welcher Film war es? Sagen wir jetzt wieder, was uns hier angeboten oder empfohlen wird. Es war ein Actionfilm mit Tom Cruise. Er war sehr interessiert. Actionfilme mit Tom Cruise sind oft gut. Was hat dir am besten gefallen? Du siehst, ich habe extra einen Fehler eingebaut. Er war sehr interessiert. Interessiert ist falsch. Das richtige Wort wäre interessant gewesen und ich wurde hier direkt korrigiert. Check and explain. Hier kannst du es auf Englisch lesen, was du falsch gemacht hast. Und so geht es weiter. Du kannst dich für ein Vorstellungsgespräch vorbereiten. Du kannst einfach ganz viele verschiedene Alltagsthemen üben und auch unterschiedliche Niveaus üben. Du kannst auch kompliziertere Diskussionen mit der künstlichen Intelligenz führen. Ich hinterlasse dir den Link zu der App in der Beschreibung unter dem Video. Falls du das ausprobieren möchtest, dann klicke auf den Link unter dem Video und mach dir direkt einen kostenlosen Account bei LanguaTalk. Wenn du noch mehr zu diesem Thema lernen möchtest, dann lass es mich unbedingt in den Kommentaren wissen. Vielleicht mache ich ein ganzes separates Video zum Thema Deutsch lernen mit der KI. So, wir haben uns fertig gemacht und gehen jetzt auf den Geburtstag von meiner Cousine. Leute, es ist so verrückt. Ich habe sie letztes Jahr gesehen, aber ich war seit 11 Jahren nicht mehr auf ihrem Geburtstag. Also sie ist heute 36 geworden und das letzte Mal war ich auf ihrem Geburtstag, als sie 25 wurde. Ist es nicht verrückt? Die Zeit vergeht wie im Flug. Umso glücklicher bin ich heute hier zu sein und mit meiner ganzen Familie feiern zu können. Wir schließen hier den Abend und die Reise ab. Morgen geht es für mich nach Hause, die bleiben noch ein bisschen. Ich muss aber weiter arbeiten. Auch wenn es nur 2 Tage waren, bin ich trotzdem sehr dankbar, dass ich hierher fliegen und allen einmal Hallo sagen konnte und alle umarmen konnte. Das war wunderschön. Und natürlich bin ich happy, dass ich euch ein bisschen Kroatien zeigen konnte. Ist das nicht cool? Ich hoffe, ihr habt dieses Video genossen. Wenn ja, dann gebt mir unbedingt einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns wie immer nächsten Sonntag in einem neuen YouTube-Video. Bleibt dran und bleibt fleißig. Ciao!